Ihr habt euch so sehr eine neue Reaction gewünscht und hier ist sie natürlich. Ich möchte hier mit euch gemeinsam das Video von Simplicissimus gucken, das allerneueste. Und zwar geht es da um den Hacker, der das Internet gerettet hat. Warum sollte ich darauf reacten? Naja, ich glaube, ich habe schon so eine Ahnung, um was es geht. Und ich glaube, dass es um den WannaCry-Virus geht. Denn ja, das Bild auf dem Cover, das ist mir definitiv nicht unbekannt. Und hier ein paar kurze Worte zu WannaCry. Wir haben den auf meinem Hauptkanal gemeinsam sogar schon mal im Reverse Engineering angeguckt. Das heißt, wir haben quasi versucht, diesen Virus zu analysieren, was da passiert ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß schon ungefähr, wo es hingeht. Und ja, es wird ein spannendes Thema. Ich freue mich richtig auf das Video. Danke an all die 10 Leute, die mir seit 2 Stunden ist das Video draußen, dieses Video geschickt haben und gesagt haben, ey, da musst du reacten. Ja, deswegen mache ich das jetzt. Lasst uns Kopfhörer aufziehen. Bis gleich. So, Magie, meine Kopfhörer sind auf und es kann losgehen. Mai 2017. Die bis dahin schwerste Cyberattacke der Welt bedroht Millionen von Computern. WannaCry ist eine Bestie, ein Wurm, der sich rasend schnell von Computer zu Computer weiterverbreitet. Jedes anfällige System wird verschlüsselt, alle Dateien werden unbrauchbar gemacht, der jeweilige Nutzer erpresst. Man soll Wisst ihr übrigens, wie WannaCry entstanden ist? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, WannaCry hat eine Schwachstelle ausgenutzt, die von der NSA gefunden wurde. Die NSA untersucht natürlich gelegentlich alle mögliche Software auf Schwachstellen und eben auch Windows-Geräte. Und in diesem Fall haben sie eine Schwachstelle gefunden, aber was man ja als Security Researcher, also das, was ich normalerweise mache, macht, ist ja eigentlich, findet man eine Schwachstelle und gibt die dann den Behörden oder demjenigen, der das Ganze verwaltet. In dem Fall wäre es Microsoft gewesen. Die NSA hat das allerdings nicht gemacht und das hat dazu geführt, dass irgendwann die NSA gehackt wurde von den Shadow Brokern und dann haben die einfach alle Exploits, alles was die NSA hatte, alles hochgeladen ins Internet, auf GitHub gestellt und jeder konnte sich das Ding angucken. Und genau, da war eben auch dieser Exploit dabei und die haben dann, also relativ viele Leute haben dann um diesen Exploit drumherum quasi was gebastelt. Und ja, so ist WannaCry entstanden. Es war eigentlich so die erste richtig populäre Ransomware, muss man fast sagen. Denn die davor waren nicht so wirklich das Ding. Also eine Ransomware ist im Endeffekt, Ransomware verschlüsselt eure Dateien und erpresst euch dann mit Lösegeld. Mittlerweile ist es so, dass das Standardding, also selbst die China-Staatshacker machen mittlerweile Ransomware. Dazu gibt es am Montag, glaube ich, oder am Sonntag. Mal gucken, wann ich es fertig kriege. Irgendwann am Wochenende oder kurz danach gibt es ein Video zu dem ganzen Ding, was jetzt gerade passiert ist. Aber ja, WannaCry ist schon ein bisschen länger her. Presst. Man solle $300 in Bitcoin zahlen, um seine Dateien zurückzubekommen. Das war damals noch richtig Der günstig. Wurm verursacht 3 bis 6 Milliarden Euro Schaden, quasi innerhalb eines einzigen Nachmittages. Und das wäre wahrscheinlich erst der Anfang gewesen. Doch ein schlachsiger, schüchterner Typ in einem Keller irgendwo in Übrigens, der einzige Grund, warum sich WannaCry so schnell verbreitet hat, ist, dass WannaCry ganz anders funktioniert hat, wie andere Viren, wie man sie so kennt. Normale Viren, die man so verwendet, die landen nicht direkt bei euch auf dem Rechner. Also ihr habt da quasi eine Chance, irgendwas dagegen zu tun. Normalerweise bekommt ihr so einen Virus per E-Mail geschickt. Ich kriege auch ungefähr am Tag 2 Stück oder sowas zugeschickt, weil meine E-Mail-Adresse ist ja mehr oder weniger öffentlich durchs Impressum. Und die sind eigentlich, naja, erstmal harmlos natürlich. Ich müsste sie ausführen, damit sie irgendwas machen. Bei WannaCry war das anders. WannaCry hat eben diese Schwachstelle ausgenutzt und die war im Endeffekt, wenn irgendein Rechner in deinem System diesen Virus hat, dann kann der sich weiter verbreiten. Und das war so brutal schlimm, dass ja eigentlich jedes System, was mit irgendeinem infizierten Rechner in Kontakt gekommen ist, sofort infiziert war. Das war schon echt hart. Irgendwo in einer britischen Kleinstadt hält WannaCry mit einem einzigen Schachzug auf. Aus Versehen. Bis dahin war er anonym im Internet unterwegs und fast niemand wusste, wer er war. Jetzt wird er über Nacht zum Helden. Dies ist die Geschichte eines brillanten Hackers, eines kolossalen Triumphes gegen das nordkoreanische Militär und eines Tage andauernden Gefechts gegen gigantische Botnets. Es ist auch die Geschichte einer dunklen, drogengefüllten Vergangenheit, in deren Zentrum eine üble Banking-Malware steht. Dies ist die Geschichte von Marcus Hutchins. Cool, dass darüber ein Video gibt, eigentlich natürlich. Das ist nicht so
cool. Bevor es losgeht, kurz 2 große Shoutouts. Zum einen an das Team von Tomorrow Unlocked. Sie lassen uns für dieses Video Teile ihres Materials nutzen. Danke. Und zum anderen an diese großartige Wired Cover Story von Andy Greenberg. Sie bietet einen wirklich tollen Einblick in die folgende Geschichte. So we're just gonna go through the entire thing. If you don't mind. Im Frühling 2017 ist Marcus Hutchins 22 Jahre alt. Er wohnt noch zu Hause bei seinen Eltern in Ilfracombe. Von dort arbeitet er als Botnet-Forscher bei Cryptos Logic, einer entsprechenden Cybersecurity-Firma. Botnets sind im Prinzip Netzwerke aus gehackten Computern. Diese Netzwerke kann ein Hacker dann kontrollieren und koordinieren. Mit solchen Botnets kann Das ist eigentlich ganz nützlich. Das werde ich auch öfter, also benutze ich ja auch immer mal wieder, quasi euch zu erklären, was Botnetze sind. Lasst uns erstmal weiter gucken. kann man zum Beispiel Server angreifen oder massenweise Spam verschicken. Hutchins ist wahnsinnig gut darin, diese Netzwerke und ihre Schadsoftware zu infiltrieren und zu... Eine Sache will ich da noch ganz kurz ergänzen. Und zwar, Botnetze sind normalerweise nicht direkt gesteuert vom Hacker. Das heißt, man hat so ein Botnetz im Hintergrund, das wird auch tatsächlich vertrieben, mehr oder weniger, auf professionellem Weg. Und ihr könnt euch dann einfach sagen, hey, ich will Botnetz XY, das ist zum Beispiel Mirai, für 5 Stunden mieten. Da ist halt teuer, aber kann man machen, theoretisch. Und der Punkt dahinter ist allerdings, wenn ihr das Ding mietet, dann bekommt ihr natürlich nicht irgendwie jetzt alles, also ihr bekommt nicht irgendwie alle Botnetz-Accounts oder so, oder halt die ganzen Rechner, die da drin sind, und müsst die alle von Hand steuern, sondern ihr habt normalerweise Zugriff auf einen Command-and-Control-Server. Das heißt, ein Rechner, den könnt ihr dann steuern, und der hat sozusagen Befehle, jeder Befehl, den ihr dem gebt, der verteilt sich quasi auf alle anderen Geräte, die in diesem Botnetz drin sind. So macht das Ganze natürlich deutlich mehr Sinn. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, Denial-of-Service-Angriff gegen irgendeine Webseite, zum Beispiel, ich sage jetzt keine Webseite hier, dann wird das von allen Geräten ausgeführt, und dann habt ihr natürlich einen gigantischen Denial-of-Service-Angriff, weil so viele Geräte dran teilnehmen. Das heißt, jedes Gerät nimmt einfach maximale Internetleistung, pustet die einfach raus. Genau, also eben dieser Command-and-Control-Server, wenn man den im Griff hat, dann hat man eigentlich quasi das ganze Botnetz im Griff, weil der ist der Server, der das ganze Netz kontrolliert. Da kann man einfach entfernen und wieder neu aufbauen, wenn er quasi ausfällt. Das geht schon, aber der ist erstmal verantwortlich dafür meistens. Meistens sind es auch mehrere. Und zu kartografieren. Vielleicht ist er damals sogar einer der besten Botnet-Forscher der Welt. Er hat außerdem einen relativ erfolgreichen Blog, in dem er über seine Arbeit schreibt, Malware Tech. Gerade will er sich mal eine Woche freinehmen, als A major so-called ransomware attack is underway worldwide, with more than 75,000 attacks reported. A crippling cyber attack has businesses around the world on high alert. It's now becoming clear that Kleiner Funfact, das Video, was ich jetzt heute tatsächlich geschnitten habe für euch, also zumindest angefangen habe zu schneiden, diese Zahlen sind mittlerweile fast normal geworden, also kann man nicht sagen normal geworden, aber für einen großen Angriff sind diese Zahlen mittlerweile ganz normal geworden. Ich habe gerade ein Video in Arbeit, was über Microsoft Exchange Server geht. Da gab es auch letzte Woche eine richtig, richtig schlimme Schwachstelle. Und da sind es tatsächlich in Deutschland alleine ca. 25.000 Systeme, die davon betroffen sind. Also nicht natürlich alle gehackt, aber im Grunde kann man schon sagen, alle zumindest gefährdet. Und ja, also die Zahlen sind echt gewachsen in letzter Zeit. Es kommt mir so vor, als wäre WannaCry irgendwie viel größer gewesen damals. becoming clear that this malicious software has run riot around the world. Wir schreiben den 12. Mai. Es ist ein Freitag. WannaCry zerlegt die Infrastrukturen ganzer Unternehmen. In London werden 5 Krankenhäuser lahmgelegt. Patienten können nicht behandelt werden. IT-Mitarbeiter rennen durch die Gänge, um Computern den Stecker zu ziehen, bevor der Wurm die Maschinen erreicht. WannaCry verbreitet sich unter anderem so schnell, weil er Eternal Blue nutzt. Das ist ein äußerst potentes Hacking-Werkzeug, welches eigentlich von der NSA entwickelt wurde. Wenige Monate zuvor war es geleakt worden und stand ab da der ganzen Welt zur Verfügung. Microsoft hatte die entsprechende Schwachstelle in Windows längst behoben. Aber Leute und Organisationen updaten ihre Software nun mal nicht.
Und so infiziert WannaCry in kürzester Zeit insgesamt rund 230.000 Computer in 150 Ländern. Zu den Betroffenen zählen unter anderem die Deutsche Bahn, die Sberbank in Russland, Renault, Nissan, Honda, Telefonica, FedEx, Boeing und zahlreiche weitere Organisationen wie Universitäten oder Polizeistationen. Heute ist man sich ziemlich sicher, dass der Angriff von Nordkorea verübt wurde. All das ist an diesem Freitagnachmittag noch nicht wirklich bekannt. Aber jeder Sicherheitsforscher auf der Welt weiß, dass WannaCry wahnsinnig gefährlich ist. Hutchins bricht seinen Urlaub ab und schaut sich die Malware an. Übrigens ganz kurz zu Eternal Blue, das ist tatsächlich immer noch ein Ding. Also es ist nicht so, als wäre Eternal Blue plötzlich nicht mehr da oder sowas. Es gibt immer noch Geräte, die von dieser Lücke betroffen sind, weil sie immer noch nicht repariert sind, immer noch nicht gepatcht sind. Weil zum Beispiel Straßenbahnen oder sowas immer noch mit diesem uralten Ding fahren. Die werden halt nur aktuell nicht wirklich infiziert, weil sie niemand angreift oder sowas. Aber es gibt immer noch genug Geräte, die davon betroffen sind. Also wenn eine Schwachstelle gefunden ist, ist es das eine. Ein Patch rauszubringen, das geht relativ schnell. Aber dass dann alle dazu gebracht werden, wirklich Updates zu installieren, das ist halt das nächste große Problem. Und das ist irgendwie immer noch nicht so ganz angekommen, dass man patchen sollte. Manche Geräte kriegen auch keine Patches mehr. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Windows 98 laufen lasse, dann kriegt das keinen Patch mehr für Eternal Blue oder für was auch immer. Und dementsprechend bleibt das für immer angreifbar. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich regelmäßig quasi die neuesten Patches installiert und auch Geräte hat, die noch neueste Patches bekommen. Und deswegen sagen auch viele Sicherheitsforscher, dass ihr wahrscheinlich die Handys nicht länger als 2 Jahre benutzen solltet, beziehungsweise 2 Jahre, also ihr kriegt quasi eine Weile lang Updates, Sicherheitsupdates, und wenn ihr die nicht mehr kriegt, dann sollte man halt einfach sein Handy nicht mehr benutzen. Das ist traurig, aber ja, es gibt, glaube ich, auch gerade einen Gesetzesentwurf, der sagt, man soll oder man verpflichtet die Hersteller, dass sie weiterhin Sicherheitsupdates liefern. Das würde schon mal einiges bringen. Aber ja, aktuell ist da noch nicht viel im Gange. Und übrigens, gerade auch bei Smart Home ist das ein Riesenthema. Also sowas wie intelligente Glühbirnen oder sowas. Das ist auch nicht viel besser. Fast umgehend findet er etwas in dem Code. Und dazu muss man kurz noch was sagen. In dem Code ist leider gar nicht so einfach. Also man hat ja erstmal keinen Code zur Verfügung. WannaCry würde eher als Executable-Datei, also .exe-Datei geliefert werden. Und eine .exe-Datei ist erstmal nicht mit einem Code oder sowas, also man kann nicht den Source-Code hinten dran lesen. Man hat als erstes mal einfach nur Binärcode. Und was man dann macht, ist, man nimmt normalerweise eine Software, also sowas wie zum Beispiel Ghidra, übrigens auch von der NSA, wurde allerdings nicht damit geleakt, das haben sie freiwillig veröffentlicht, oder IDA Pro oder sowas. Da kann man den Code wieder, also den Assembler-Code sozusagen wieder zurück umwandeln in in normalen Source-Code, den man auch einigermaßen lesen kann. Aber so einfach zu lesen ist er tatsächlich nicht. Also es ist wirklich viel Arbeit, den wieder zurück umzuwandeln, dass man ihn einigermaßen verstehen kann. Und das, was da steht, das ist wirklich sehr, sehr schöner Code. Also da hat sich jemand schon mal viel Mühe gegeben. Also da hinzukommen ist erstmal echt schwer. Eine seltsame Website. Jedes Mal, wenn der Wurm ein System infiziert, scheint er zu versuchen, sich mit dieser Website zu verbinden. Hutchins merkt, dass sie allerdings gar nicht registriert ist. Seltsam. Ihm ist klar, dass diese Domain nützlich sein könnte, um das Ausmaß des Wurmes nachzuvollziehen. Also registriert. Ganz kurz zum Registrieren von Domains, das kennt ihr vielleicht, jeder kann sich im Endeffekt im Internet Domains registrieren. Also ich kann jetzt einfach hergehen und irgendeine Domain registrieren, also zum Beispiel google.com, wer zuerst kommt, malt halt zuerst, ne? Google ist jetzt schon vergeben, aber ich könnte zum Beispiel googlog oder sowas.de wahrscheinlich immer noch registrieren. Ich nehme nicht an, dass das vergeben ist. Könnte aber natürlich sein. Und sobald eben eine Domain nicht vergeben ist, kann ich einfach hergehen und sagen, hey, ich würde die gerne kaufen. Kostet ungefähr, was kosten meine Domains? 18 €, glaube ich, im Jahr. Also kommt auf die Endung drauf an. .de kostet 18 €, glaube ich, im Jahr. .com ist ein bisschen teurer. Und dann gibt es noch .game oder sowas. Das kostet dann 500 € im Jahr oder noch mehr. Also da kann einfach jeder hingehen und sich so ein Ding kaufen. Und ja, im Endeffekt, viele Leute besetzen diese Domains dann tatsächlich auch. Also ich glaube, das berühmteste Beispiel war sex.com. Obviously für gewisse Inhalte sehr interessant. Aber
die wurde sehr, sehr lange nicht benutzt und dann ist sie für mehrere Millionen verkauft worden. Das muss man sich mal so überlegen. Also einfach nur jemand, der sich das Ding registriert hat, weil er gesagt hat, als das Internet quasi aufgekommen ist, hat er gesagt, ey, damit mache ich mal richtig viel Kohle. Und dann hat er sich einfach die Domain registriert, hat sie einfach ein paar Jahre bezahlt und irgendwann für ein paar Millionen verkauft. Ja, so konnte man früher Geld verdienen, mittlerweile nicht mehr. Registriert er sie kurzerhand für umgerechnet knapp 9 Euro. Die nächsten Stunden verbringt er damit, den gesamten Datenverkehr zu analysieren, der auf diese Domain einprasselt. Abertausende von Systemen versuchen, auf die Domain zuzugreifen. Sie alle wurden von WannaCry infiziert. So kriegt Hutchins einen Überblick davon, wie sich das Virus global verbreitet und wen es erwischt hat. Dabei ahnt er nicht, dass er WannaCry ein abruptes Ende gesetzt hat. IUQERF und so weiter.com ist ein Kill-Switch, ein Notausschalter. Sobald der Wurm in ein System eingedrungen ist, schaut das Programm als erstes, ist diese Domain erreichbar? Wenn nein, wird das System verschlüsselt und ab geht's. Wenn ja, hört WannaCry einfach auf und bricht den Angriff ab. Bis heute ist nicht ganz klar, warum die Programmierer hinter dem Wurm diesen Kill-Switch eingebaut haben. Vielleicht Also, mal ganz kurz gesagt, so ein Kill-Switch macht schon Sinn, ja? Man möchte irgendwie zum Beispiel, also ich denke, oder man weiß es nicht genau, aber man könnte zum Beispiel sagen, hey, es gibt irgendeine Moralvorstellung dahinter, das heißt zum Beispiel, wenn man irgendwie ein gewisses Ding erreicht hat oder einen gewissen Satz an verschlüsselten Geräten, hört man auf, damit man nicht auffliegt, oder man hört einfach auf, Geräte zu verschlüsseln, wenn man zum Beispiel aus Versehen ein Krankenhaus erwischt hat oder sowas. Aber eine Domain, also einfach anzufragen und zu überprüfen, ist die registriert oder nicht, das ist ja genau das eigentlich, das ist so ziemlich der schwächste oder dümmste Killswitch überhaupt, weil ich meine, man kann ja auch einfach, also das Erste, was man bei Malware-Analyse macht, ist eigentlich nicht den Source-Code zu analysieren, sondern man führt das Ding in einer Sandbox aus, also in einer abgeschachtelten Maschine, die nichts tut, also die komplett vom Internet getrennt ist, und schaut, was macht dieses Ding eigentlich genau, schaut nach dem Verhalten. Das heißt, man schaut, kommuniziert das mit dem Internet, und wenn ja, kann ich vielleicht da irgendwie was machen? Kann ich vielleicht den Traffic verbieten oder sowas? Kann ich vielleicht verhindern, dass sich da irgendwas ausführt? Und dann schaut man, was tut es auf meinem System, was tut es lokal, verschlüsseltes Dateien, oder was genau macht das Ding eigentlich? Und das heißt, einer der ersten Schritte ist zu gucken, ey, wo verbindet sich das Ding eigentlich hin? Falls man eben so einen Command-and-Control-Server irgendwo hat, kann man relativ schnell sagen, so, und der muss ausgeschalten werden, und da kann man dann einfach zum Beispiel auf Regierungsebene sagen, wir machen da irgendwas dagegen, oder wir schauen, wo der Server steht und schalten den halt aus. Aber einfach zu überprüfen, ob quasi eine Domain registriert ist, das ist halt eins der ersten Dinge, die auffällt. Das ist halt schon krass. Also mittlerweile, damals war das eigentlich auch schon so. Aber ja, interessant. Um im Notfall selber den Stecker ziehen zu können? Aber warum haben sie die Domain dann nicht selbst registriert? Haben sie es einfach vergessen? Wer weiß. Die Gefahr war jedenfalls noch nicht gebannt. Die Nachricht um die Domain und den Blogger, der sie registriert hat, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. In den nächsten Tagen kämpfen Hutchins und sein Arbeitgeber Cryptos Logic mit aller Macht darum, dass die Domain online bleibt. Da wäre natürlich der gewaltige Datenverkehr der Hunderttausenden von infizierten Systemen, welche die Domain kontaktieren. Aber dann folgt ein massiver Angriff eines der brutalsten Botnets aller Zeiten, Mirai. Die Domain wird tagelang mit einer gewaltigen Masse an Datenmüll bombardiert, in der Hoffnung, die Domain offline zu bringen. Warum die Hacker hinter Mirai diesen Angriff durchgeführt haben, ist nicht schlussendlich geklärt. Wie gesagt, Mirai kann man sich eigentlich auch mehr oder weniger mieten. Also zumindest teilweise konnte man sich's mieten, beziehungsweise andere Botnetze kann man mieten. Und es ist nicht nur so, dass die Hacker das einfach so machen. Das heißt, es könnte auch einfach sein, dass die irgendwie den Auftrag gekriegt haben, ey, leg den Server lahm, dann ist das in Ordnung für uns. Endlich geklärt. Hutchins und seine Kollegen bekommen Hilfe von Amazon Web Services und später Cloudflare, um der Attacke standzuhalten und sie umzuleiten. Nach mehreren... Ganz kurz, Cloudflare ist ein Dienst, der euch im Endeffekt das rausfiltert. Das heißt, Cloudflare nimmt den eingehenden Web-Traffic und filtert den. Ist das Bot-Traffic? Ist das okayer Traffic? Also ist der vielleicht wirklich legitim? Und in dem Fall ist es ja einfach bloß, ist der aus dem Botnetz Mirai? Man weiß ungefähr, welche
Geräte in Mirai drin sind. Das heißt, man kann die einfach rausfiltern. Und Cloudflare nimmt dann quasi diesen ganzen Traffic entgegen und der echte Traffic, der wird weitergeleitet an eben diese Domain, die ich nicht aussprechen kann, die niemand aussprechen kann. Und der Botnets-Traffic, der fliegt halt einfach raus. Und das ist das Coole dabei. Nach mehreren Tagen ist es endlich geschafft. Die Domain bleibt online und WannaCry ist gestoppt. Marcus Hutchins wird zum schüchternen Helden der Community. Aber hier endet seine Geschichte noch nicht. Ein paar Monate später findet die DEF CON in Las Vegas statt. Das ist die größte Hackerkonferenz der Welt. Hutchins fliegt mit ein paar Kumpels hin, lässt sich feiern und macht eine Woche lang richtig heftig Party. Seine Entourage und er mieten ein monströses Airbnb mit dem größten Privatpool in Vegas. Sie gehen zu Open-Bar-Events etc. etc. Dann, als Hutchins verkatert im Flughafen auf seinen Rückflug wartet, wird er vom FBI verhaftet und verhört. At this point, I'm completely exhausted. I have no idea what's going on anymore. I've been drinking for days solid. Geht es vielleicht um WannaCry? Leider nein, ganz und gar nicht. Marcus Hutchins hat eine dunkle Vergangenheit. Er hatte bereits als Kind eine nahezu obsessive Faszination für Computer und Hacking. Leider hat es ihn deshalb schon früh in die dunklen Ecken des Internets verschlagen. Hutchins hat seine Jugend in zwielichtigen Foren verbracht. Übrigens, kleiner Funfact zu dem Reverse Engineering. Also hier sieht man jetzt tatsächlich mal kurz ein bisschen Bytecode oder Assembler-Code oder eben genau das, was man eben normalerweise bekommt, wenn man eine Malware analysiert und nicht den normalen Code, den sie da gezeigt haben. Also so sieht das tatsächlich aus. Und aus dem wirklich normalen Code wieder rauszubekommen, ist super, super schwer. Aber ich glaube, den allermeisten geht es tatsächlich so, dass sie sich sehr, sehr früh mit sowas beschäftigt haben. Selber Botnets gebaut, illegale Websites gehostet und Malware gecodet. Dabei war er schon immer ziemlich talentiert. Als er 16 war, ist er deshalb den falschen Leuten aufgefallen und hat begonnen, für sie zu arbeiten. Im Alter von 19 Jahren hat Marcus Hutchins schließlich große Teile des Banking-Trojaners Kronos programmiert. Damit konnten Hacker sich heimlich über längere Zeit in Systemen von Nutzern einnisten. Von da konnten sie zum Beispiel Passwörter klauen, wenn Nutzer sich bei ihrem Online-Banking anmeldeten. Kronos konnte sogar gefälschte Webformulare in Websites einschleusen, um Leute dazu zu bringen, ihren PIN-Code einzutippen. Und das muss man mal bedenken, dass ohne dass Kronos wirklich bemerkt wurde zu dem Zeitpunkt, das ist schon echt krass. Während dieser Zeit ist der schlachsige Junge aus England amphetaminabhängig geworden. Nach seinen Aussagen hätten die Schuldgefühle und Drogen schwere Angstzustände in ihm ausgelöst. Er hat letztlich aufgehört, Schadsoftware für Kriminelle zu programmieren und einen kalten Entzug gemacht. 2017 lag dieses dunkle Kapitel seines Lebens schon lange hinter ihm. Hutchins verbringt 2 Jahre in den USA, während er wegen seiner Beteiligung an Kronos auf seinen Prozess wartet. In dieser Zeit zieht er nach Los Angeles. Als er 2019 verurteilt wird, erwartet ihn eine Überraschung. Der Richter betrachtet ihn als jemanden, der schon vor langer Zeit einen neuen, besseren Weg eingeschlagen hat. Und auch als jemanden, der die Gesellschaft mit seinen Fähigkeiten schützen kann und sollte. Hutchins bekommt 1 Jahr auf Bewährung und ist frei. There have been millions of individuals whose credit ratings have been affected as a result of hacking of systems. And it's going to take individuals like yourself to come up with solutions. Das Ding ist halt, man muss immer bedenken, wenn man jetzt zum Beispiel Hacking betreibt, ja, dann kann man das auch auf eine legale Art und Weise tun. Aber es ist halt trotzdem meistens nicht so gern gesehen, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel auf Hack the Box irgendwas mache oder sowas, dann ist das völlig in Ordnung und das ist auch etwas, was wichtig ist, was man auch lernen muss, wenn man in dem Bereich arbeiten möchte. Aber ich denke, es ist erst in den letzten Jahren wirklich mehr geworden, dass man dort auch ein Verständnis für entwickelt hat, dass solche Skills auch wichtig sind. Und
es ist vielen so gegangen, dass sie erst illegal unterwegs waren und dann ins Legale übergewechselt sind. Das heißt, dass sie erst tatsächlich bösartige Webseiten, Malware etc. geschrieben haben und dann irgendwann gewechselt sind, nachdem sie entweder erwischt wurden oder nicht erwischt wurden. Und jetzt arbeiten die fähigsten Hacker eigentlich für Security-Unternehmen. Das heißt, sie versuchen, alles zu schützen. Und das muss man in gewisser Weise, finde ich, auch honorieren. Und weil ich meine, solche Informationen, solche Insider-Informationen, solches Wissen, das ist wertvoll. Und das kann man sich meistens nicht einfach so antrainieren, weil es eben immer noch zu wenig Quellen gibt, weil es eben Leute gibt wie die NSA, die Sicherheitsschwachstellen einfach geheim halten. Und dadurch ist es halt super schwer, irgendwie Security wirklich zu machen. Ja, das war übrigens zu dem eigenen Meinung. Das steht da eigentlich ganz gut. Das war nämlich gerade meine Meinung. Ihr dürft mir eure wie immer gerne mal unten reinschreiben. Das würde mich sehr interessieren. WannaCry war so unfassbar zerstörerisch, dass niemand abschätzen kann, wie übel es ohne den jungen Botnet-Forscher ausgegangen wäre. Wired titelt nicht umsonst: Der Hacker, der das Internet gerettet hat. Aber letztlich geht es in der Geschichte des Marcus Hutchins auch um etwas anderes. Wie schnell sich Talent, Umfeld und Überheblichkeit gerade in der Welt des Hackings zu einem destruktiven Cocktail vermischen können. Vielleicht ist Hutchins größte Tat eigentlich, aus eigener Kraft die Kurve gekriegt und seine Energie auf bessere Dinge gelenkt zu haben. Aus Versehen eine böse Cyberbestie zu erschlagen, ist da fast eher ein netter Bonus. Cheers. Wunderschön gesagt. Kann man eigentlich nicht besser formulieren. Also ganz ehrlich, ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, wenn ihr, also die von euch, die ein bisschen Hacking-Erfahrung haben, ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, wie ihr dazu steht und ob ihr mal in Versuchung gekommen seid. Ich glaube, die allermeisten von uns sind mal in Versuchung gekommen, was Böses zu tun oder was Falsches zu tun. Und bei mir war es immer die Moral, die mich davon abgehalten hat. Aber ihr dürft mir gerne mal eure Beweggründe schreiben. War es Angst vor der Justiz oder war es eure Moral, die euch dann davon abgehalten hat? Würde mich wirklich mal interessieren. Und ja, damit auch von meiner Seite Cheers und an Simplicissimus vielen lieben Dank für dieses wunderbare Video. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr sowas macht. Und ich hoffe, es ist okay, wenn ich darauf reacte. Wenn nicht, dann ihr könnt mir auch schreiben. Habt ihr auch schon mal gemacht. Gut, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.